da rein zum Lager. Und auf dieser Straße sind damals die Wachposten von Turm zu Turm gebracht worden. Ihr seht da oben, wo so anzeigt, da war der oberste Turm. So, und hier war das Haupttor. Oh, jetzt. Hier war das Haupttor. Ne, also wenn wir von der Arbeit kamen, wurden wir hier schon mal gefüllt. Hier war dann ein kleiner Hohlraum, wo wir durch mussten. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Und marschierten dann ran. So, eine Frage. Hier war die erste Bataillon. Ruhe. Hallo, da kommt. Ja. Das heißt also, da oben die Kommandien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10, 11, 12. He explains now how the Also hier haben wir uns dann companies were divided by numbers. I don't know whether he... Ja. Ist der Emil auch dabei? Ja, ja. Emil! Gut, gut. Come on! That was theater, yeah. Theater. I don't think he's talking about a movie, a real theater, live theater. Oh. So, wir sprechen nicht von einem Filmtheater, wir sprechen von einem richtigen... Einer das Mädchen auf den Arm nehmen, bis der ganz nasse Füße, Reporter. Ja, Ja. okay. Mach. Ich habe jetzt schon Hände voll. Orchester. Das Orchester war unten drunter. Ne? Und hier haben die Plätze sind dann hier angestiegen. Und hier war der Eingang. Hier. Rows of seats. Hier war der Eingang. One upward here, and here was the entrance. Also jedes Theater hat ja ein Freilichttheater und ein Theater in der Baracke gehabt. In der kälteren Jahreszeit in der Baracke, in der Freie draußen. Und das war das Theater in der Baracke fürs Lager Compound 3. This was the theater for the compound 3. Each camp had their own theater, and ich glaube, it was mainly live theater, and they had their own music and made their own acts. Und mit eingebaut. Like it is customary, we built an urn into that. A capsule, oder wie heißt das? Capsule, oder? Yeah. Yeah. No, well, let's say a cornerstone. We would say a cornerstone. Yeah. And 2 years ago, when I have been here for the second time, my comrades and me, we like to put out the capsule. They liked to take, when they were here the second time, to take that what they call capsule, which we would call a cornerstone. They wanted to take it out. Ja, aber es war so viel Wasser drin wie jetzt. But there was as much water in there as now, and it was possible. Dann haben wir den damals Major Humphrey, jetzt ist er da drüben Colonel. Oberstleutnant. Oberstleutnant, right. Er sagte, sobald es trocken ist, hole ich mit dem Bagger diese Urne raus. The colonel said, the now colonel, and at that time, was war da zu der Zeit? Major Humphrey said, as soon as the water settled, we will get a crane or and dig it out. Ja. Okay. The Bugs war, die Dings war ein bisschen zerstört. Auch die Urkunde war zur Hälfte gut, zur Hälfte nicht gut. Oh, I like to explain something at this point. We were not talking really about a cornerstone. We were talking about a capsule where there was the documentary of that building in there. And when they took it out, the capsule was to an extent destroyed, and so was the document. Jetzt sage ich noch etwas, hoffentlich geht es nicht auf mich los. Now he's going to say something, and he hope we will not lynch him here or something like that. Das Wichtigste dieser Urkunde, oben war der Adler mit dem Hakenkreuz. The most important thing was on the top of the document was the German eagle with the swastika. And that was not destroyed or damaged. I have a picture of it.
Ich habe ein Bild von dieser halb zerstörten Urkunde, aber das Negativ befindet sich hier bei Ihnen in Oklahoma. He has a copy You know that? of that document, but the original is with the Society of, no, as you said, Historical Society. So they did recover the capsule. Right. And it was been But it was partially destroyed. Das Negativ ist jedenfalls vorhanden. Als wir das nächste Mal ein Jahr drauf kamen, hat mir der Colonel Porter, damals der Commander nach Wooden, mir das Bild gegeben. Also er müsste das Negativ haben. Oder. Right, after they came another year, Colonel Porter gave them the original, but the negative for the document is in the hands of the Historical Society. Did any of the American soldiers or guards perform at the theater? Haben irgendwelche von den amerikanischen Soldaten oder Wachen mitgespielt im Theater? Überhaupt nicht. No, aber sie waren sehr oft unsere Gäste. But they were often and very often guests of Wir the haben auch prisoners. den Kommandeur, Colonel Lottek, oder wie war der Name? Der damalige Kommandeur, der Colonel, war auch eingeladen. The commander, Colonel Lottek, or he don't know exactly the name, was also invited and has seen the Das ist ja shows. unser, für das gesamte Lager war der. Ja, sicher. Und, aber nicht nur bei uns, auch in den Compound 2 und Of course, 1. not only in this compound, in the other theaters, the other compounds had, they were invited there too. So in other words, the guards and the commander have seen the theaters in action. Wir haben es so gemacht, dass eine Woche die da drüben das Theater gemacht haben. Ja. Und dann sind wir alle darüber, haben da besucht. Aha. Dann hat das nächste Lager eine Operette so, ne? Okay. Ne, gemacht. Dann gehen wir hier und dann haben wir gemacht. What haben they immer did is gewechselt. they switched off. They had one camp, a compound of the camp. They had their own theater, and they would have, say, a show today in operetta, and they would invite the other camps. And the next time, a camp over there might have a theater going, and so they made their rounds from one theater to the other. Right. Erstens mal durch das Rote Kreuz. First of all, through the Red Cross. Ja. Und damals war der, wie hieß er, Weingärtner hieß er damals, der Mann, der für das Rote Kreuz zuständig war. Aus der Mr. Schweiz. Weingartner was in charge of the Red Cross at that time. Wir konnten ihm sagen, was wir wollten, und er versuchte zu bekommen, was wir We wollten. could request what we wanted, and he would try to get everything they wanted. No? Der andere Weg war, wir haben Geld gesammelt von unter uns. In another way to make this possible, we collected money among ourselves. Und dann baten wir den Kommandeur, für uns die Sachen zu kaufen. And then we asked the commander to buy the instruments or whatever we needed. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt habe ich noch was zu sagen. Ja. Das Geld haben wir ja selber verdient, weil wir ja rausgingen zur Arbeit. Yeah, the money came. War unser Geld. The money came. They earned the money by going out and going to work. And out of this money, they made their own collections for certain things they needed, like instruments and so forth. Das Ähnliche war auch mit den Farben, die wir brauchten. Die haben wir auch so auf diese Art bekommen. Also war alles reell. Das möchte ich sagen. 80 Cent pro Tag kriegen wir. They got when they worked 80 cents a day. And out of this money also came paint they needed for painting the theaters and things and so forth. Und die Kleider, Moment noch, die Kleider für die Schauspieler haben wir natürlich auch alle selbst gemacht. Aus Kartoffelsäcken oder was wir eben hatten. The costumes for the actors were made by their own hands out of old socks or anything they could lay their hand on cloths. Ja. Oder amerikanische Soldaten haben die Klamotten von ihren Frauen mitgebracht, die sie nicht mehr brauchten. Or sometimes American soldiers brought old dresses from their wives they wouldn't use no more, and then used it here for the theater. Unser Schneider steht doch hier. Wo? This is the tail. Ja, du warst ja der Schneider. Ja, ich wollte Das ist jetzt der noch Teller. etwas hier dazu sagen. Ja, dann sag es, aber bitte, wir müssen... He would Ich like habe to say heute something. Mittag schon erwähnt, beim getan hier, dass wir, wie wir zurück sind nach Deutschland, und da hat der Lagerführer uns versammelt auf dem Sportplatz und hat gefragt,
was sollen wir mit unserem Kantinenfonds machen? Mit unserem Kantinenfonds. Fonds, das Geld. ne? Okay. Also es waren damals, so viel ich weiß, $8.000. Und da kam es im Sprechchor wie auf Kommando YMCA. I make it short. YMCA has done so much for this prisoners and have been so helpful that when they dispersed later, they had $8,000 in their canteen fund. Hmm? Yeah, commissary fund. And someone asked, what should we do with this money? What should we do with this money? And it came like with one voice. Everybody said, give it to YMCA. It was the YMCA. Die Okay, gut, dann amerikanischen gehen wir weiter. Offiziere haben Dann kommen wir uns nicht durch. viel Material besorgt Habe ich ja gerade gesagt. im Tailor-Shop und wir haben eine große Kleidersammlung angefertigt. Da war der Sportplatz. Und von dort, vom Sportplatz hierher, war als erstes eine schwarze Baracke. So wie unser Friseur, den für die 11. Kompanie. Also der hat damals mir schon am Kopf rumgeknippelt. Dumm sind sie gut gewachsen. Und da war aber auch der Arzt. Ja, das war ein tschechischer Jude. Der hat uns unter das Messer manchmal genommen, war trotzdem manierlich. Ja, und dann begannen hier die Baracken, das heißt, man sieht hier die Stege. Da war ja der Graben, man musste also über diese Stege rüber. Ihr seht sie überall. Wenn ihr die mal vielleicht ein bisschen fotografieren könnt, die haben wir noch nicht. Was denn, diese Gräben? Diese Übergänge. So, und dann. Aber ich möchte nur eins betonen, solange Blumenbeete gebaut Das sollte das Wasser sein. Ja. Und Sie hatten ja nichts zur Verfügung. Hey, Muller, gehst du mal bitte vom Schiff? Ach, ja. Oh, it's okay. My feet on it now. I'm not a prisoner. I'm a United States citizen now. I was imprisoned only for What do you call it? Wenn Emil das gerne haben. Kann man aus dem Weg? Ja, so bin ich. Hier kann ich noch etwas sagen. Ich habe da von der Arztbaracke. Ruhig. Da ist eine Aufnahme vom Frauen ein. Über das gesamte Lager. Wir kamen vorhin hier runter und waren also in der Mitte. Ja? So, hier ist das Guardhaus gewesen. 7 Days Water and Bread. Ja. Okay. Also das Fundament steht da vorne noch. Geht vorbei, wenn ihr wollt. What was that? Ja, hier. Ja. Nein, das ist das Lager. Das war ja kleine Fische, die wurden auf der Rasierklinge. Oklahoma war hier. Habt ihr alles, ja? Welche Kompanie warst du denn? In der 12. Ah, in der 12. warst du in 3. Ja, so. Ganz Fuß. I'm just staying in the house on board. Say something. Ich sprach nicht klein Deutsch. Zelte, Lagerfeuer, um die Jugend in die Richtung Militär zu leiten. Das war We had in the Hitler Youth activities like camps, tents, campfires, and this is after all, this is my explanation, like sort of the Eagle Scouts have here or the Boy Scouts, but it was all directed into the military direction, preparation for military. That's what he said.
Und ich war vollständig ohne politische Betätigung, natürlich in der Hitlerjugend schon. Also wissen Sie, Ich war in der Hitlerjugend. ja, das haben wir mitgemacht. Das hat uns Spaß gemacht. Well, yeah, it had nothing to do with political interest. As a kid, it was fun to belong there. And, und ich war eingestuft vom Amerikaner, von, ich weiß nicht, wer das ist. Das war in der ein Gefangenschaft, oder? Ja. Ja. Als Rapid-Nazi. And because of that, he was, as a prisoner of war, categorized as a rapid Nazi. Because he was in a The Hitler Youth, Hitler Youth. His activities in the Hitler Youth. Darf ich da mal schnell einflicken? Natürlich. Ich erlaube es Ja, mir. das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Ich habe noch Briefe gelesen von ihm, wo er nach Hause geschrieben Das hat. wollte ich jetzt Mancher Brief war tüt. Und durchgestrichen. unter drunter stand immer, liebe Eltern, wir siegen doch Heil Hitler. Damit wollten sie Wir wollten den Amerikaner ärgern. Als Jung, überhaupt nichts davon. She got letters from him out of prison that was censored. Everything was marked out, but his underlined signature always was. Not always. No, not always. On occasions. Es war nicht immer. Nein. Immer. On occasions. Ich sag, On occasions he wrote down, and we still will win the war, Heil Hitler or something like that. And that was, of course, read. Read it, and they were mad that I ausgestrichen. Die hatten Verschiedenes ausgestrichen, auch von Deutschland her immer. Ja. Und da waren wir wütend. Well, the same thing was when they got letters from Germany that was censored and many things were lined out, you know. Und verstehen Sie euch die Briefe, das war ja erst 1953, wo ich ihn kennengelernt habe, wo wir geheiratet haben, habe ich noch Briefe gesehen und habe gesagt, ja sag mal, hast du gesponnen? Von Amerika hast du überhaupt noch richtig von Amerika nach Hause? Das haben wir nur so aus Blödsinn oder aus zum Ärgern, gell? Aber nicht aus. She said that after the war, they said, was you crazy to write letters like that and sign things like that? And he said, we only done that at times to aggravate the Americans. Were you married? Were you married before the war or after? 53. 53. I need both birthdays. Can we have eure Geburtstag Ja. haben? Das Alter. Ich bin geboren 8.11., 8th of November 1922. And Sie? 11.12.1923. Das können wir schreiben. No, das ist not da. Ach, das läuft da. Ja. Location of birth. Wo waren Sie geboren? Ich bin geboren, wo ich noch wohne, das heißt Renkoishausen. Das ist im Kreis Tuttlingen. Das ist in der Nähe vom Bodensee, also in Süddeutschland, Nähe der Schweizer Grenze, ja, sind 25, 30 Meilen. Haben Sie keine Map da von Deutschland? Na, wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine. Das liegt fast an der Donau. Die Donau entspringt in Donaueschingen. Also kommen zwei Flüsse zusammen. Und da ist es Donaueschingen. Ja. Und ist Donau jetzt. Ja, wir brauchen das nicht zu wissen, die Einzelheiten. Ja. Bloß wo geboren, sodass wir irgendetwas sagen, weil der Mann kam von da. Und, Ich bin da geboren und ich lebe dort noch. yeah, he was born there and he still lives there. Just the background, like you said about their childhood. Ja, der Hintergrund, wie seid ihr aufgewachsen? War dein Vater Tischler oder was? Nein, mein Vater war eigentlich ganz früher, er ist ja 1953 verstorben mit 81 Jahren. Nur in jungen Jahren war er Bäcker, hat aber später dann aufgegeben, weil das Dorf
relativ klein war. 500 Einwohner, heute hat 600. He was son of a baker, had a bakery. Ja. Und hatte Landwirtschaft. And some farming. Ja, also in der Hauptsache dann Landwirtschaft. That was the main profession of his father, farming, and he had a bakery on the side. What type of house did you live in? Wir haben, was für ein Haus habt ihr gelebt? Weil ich glaube, wenn du sagst Landwirtschaft, ihr habt euer eigenes Landhaus. Das war ein Bauernhaus, sagt man bei uns. Aha, und ja. zwar der eine Teil, so ungefähr die Hälfte, es kam darauf an, wie groß die Landwirtschaft war, war Wohnteil und die andere Hälfte war Farmhouse. Ökonomie, sagen wir, also Scheune, Which Wald, barn Vieh. and what have you belonged to a farm, but it wasn't a farmhouse when you grew up. What type of work did you do as a boy on the farm? Hast du auf der Farm gearbeitet und was Es für war eine so, Arbeit? wie ich aus der Schule kam, ging ich in einen metallverarbeitenden Betrieb. Die haben Mit welchem Alter? Metallwaren hergestellt. Das Und war im Sommer dann war ich einiges zu Hause, also wenn man mich gebraucht hat aus der Landwirtschaft, wie Heuernte, Ernte, Herbst, Kartoffelernte, vielleicht im Frühjahr noch, da war ich zu Hause und sonst habe ich in einem Betrieb gearbeitet, der hat für die Öfen die Wärmespender gemacht. Da kam auf den Ofen raus, das waren Holzöfen meistens früher, war es Rohr und dann kamen so Verzweigungen aus Blech, damit die Wärme abgestrahlt wurde. Solche Sachen hat er gemacht. He worked in the harvest on the farm, but generally in a factory, in a metal factory, where they made a special overhead sheet metal for wooden ovens. They heated with wood, and that's where he worked and made some money, and in the harvest he worked on the farm with his dad. Und dann habe ich ärztliche Instrumente gemacht. Was? Surgical instruments. Oui. For operations. And also Estier. Und was haben Sie in der Zeit gemacht? Gearbeitet oder was? Oder, wenn Sie aufgewachsen sind? Ich? Ja. Ja, nach der Schule After school? war dazu mal, dass jedes Mädchen Arbeitsdienst? Nein, ein Pflichtjahr ableisten musste. Das ist nicht Arbeitsdienst. Ja, das kam dann später. Und da musste man ein Jahr machen. Ein Jahr im Haushalt, entweder mit viel Kindern oder Landwirtschaft oder irgendwo, wo eine Mutter mit über 4 Kindern belastet war. Ja, das war also Unterstützung für kinderreiche Familien. Ich erkläre das, die verstehen das nicht. Ja. They had in those days, das war mit 14 Jahren, glaube ich. Ne? Ja, 15. With 15 years of age, a girl had to make 1 year of obligation to work for little money in either farm help or as a maid for a family with more than 4 children and things like that. Now this is das ist nicht, was Sie gesagt haben. Ich will es erklären zu denen. This was in those days, if the girl made that year, then she could apply for a job, and she was taken ahead of others that did not make that year. So otherwise the girls didn't have a choice. Either you do it or you're going to be out. You know? Was ich gesagt habe, die Mädchen haben keine Möglichkeit gehabt. Es war nicht, die waren nicht gezwungen, aber wenn die das Landjahr gemacht haben, dann konnten die leichter eine Arbeit bekommen, wie die anderen das nicht gemacht haben. Es war Pflicht, bevor man einen Beruf lernte. No, it was, she says it was the law. They had to do it. Außer es war eine größere Landwirtschaft,
Dann wurde das so abgewogen, jawohl, die muss zu Hause bleiben. Also die Das wurde dann angerechnet. Wenn der eigene landwirtschaftliche Betrieb groß war und wenig Leute da, dann konnte sie da bleiben. If the farmer had a large farm, she could do that year at home, and would be accepted. The effect of World War I in Germany. Well, the effect in what way? What would you say? How it started? Well, how they felt when it started, or what? What conditions? Yeah, the depression of the 20s, life in Germany after the war. After World War I? Ja. Okay. Was hat euch am meisten berührt nach dem Ersten Weltkrieg? Wie war das Leben nach dem Ersten Weltkrieg, bevor Hitler übernommen hat? Nun, ich weiß es, aber ich muss eure Antwort. Ja. Erstens waren wir damals jung. First of all, we were very young. Ich war ja bei der Machtübernahme 33, war ich 11 Jahre alt. When Hitler took over in 1933, I was 11 years old. Also da ist man noch nicht so, sagen wir, politisch. Also und früher war das Leben bei uns ja in den 20er Jahren ärmlich. Wie? Arm. Die Leute waren arm. Ja. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, dann kam die Inflation. Wenn einer Geld auf der Bank hatte oder zu Hause, dann war es kaputt. Yeah, after World War I don't recall all the details. However, we were poor, very poor. We lived in poverty, and you had money in the bank. If someone was lucky enough to have a lot of money in the bank, overnight it was gone. It was lost because of depression and poverty. Und dann hatten wir ja, vom Politischen aus gesehen, weiß nicht wie viele Regierungen, das ich ja erst später mitgekriegt habe, erfasst habe, was es war. Then we had, in the years after the war, I cannot tell you how many governments, because as I said before, they collapsed and the new one came and promised and nothing happened. And he said I was too young to recount how many different governments we had during that depression. Und die Wirtschaft, die sich von der Inflation etwas erholt hatte, ist immer wieder tiefer gesunken. Also die Arbeitsmöglichkeit war ja ganz schlecht. And the economy, of course, dropped lower and lower and lower as a result of all these things, and the unemployment was very, very high. Und dann kamen ja die Jahre, die nach dem Wall Street Zusammenbruch. Ja, und dann war es ja ganz schlecht. Und ich weiß noch, Sie kennen es, vielleicht übersetze ich das, oder Okay, then there came the collapse of Wall Street, and that had a very strong effect on German people too. Ja, und ich weiß noch, dass junge Männer 18, 20, 22, 25, 30 Jahre, 40 Jahre, ältere auch, an der Straße gesessen. And I do remember that people in the age between 20 and 30 were sitting on the street corner. No, not on the street corner. Wir müssen eins verstehen, bevor wir weitergehen. Ja? Ich übersetze nicht wörtlich, ich übersetze frei. Ich will denen sagen, was sie meinen. Ja, ich bin aber noch nicht fertig. Drum. Ja, wir haben, die Ortschaften sind 3, 4, 5 Kilometer auseinander. Und da gab es Straßen, die nicht Makadam drauf hatten, sondern Schotter, Steine. Und da saßen die Männer vor so großen Steinhaufen und haben mit dem Hammer die Steine geklopft, klein geklopft, damit man die Straßen eingeschottert hat. Und dafür kriegten die vielleicht, ich weiß nicht, ob sie im Tage 1 Mark gekriegt haben oder 2. Okay. Das meinte ich. When he said sitting on the street corner, that he didn't mean idle. They were sitting along the street, and they had piles of rocks there, and they had a hammer, and where
splitting these rocks into little rocks so they could plaster the streets with it. And he don't know for sure, but they might get the 1 mark or 2 marks a day for sitting there and breaking these rocks because they didn't have no other work. Und das, glaube ich, war auch einer mit der Gründe, warum Hitler an die Macht kam. Yeah, and he think that that situation was one of the reasons that Hitler came to power. Sie? Ja, also ich bin ja bei Freiburg geboren, nicht wo er geboren ist. She's not born in the same place he was. Im Gegenteil zu seiner Heimat war keine Industrie. Ich war in meiner Heimat, das ist auch größer, das Dorf, das war so 2000 Einwohner, damals waren 5 Zigarrenfabriken. Ich kann Zigarrenfabriken? Zigarrenfabriken, ja. Ich kann mich noch erinnern, als kleines... Wie weit war das weg von? 150 Kilometer. About 150 kilometers from him. She grew up on a farm, but however, they had 5 cigar factories, they made cigars. And und dann weiß ich nur noch als kleines Kind oder als größer schon, jede Woche 2, 3 Tage versammelten sich wahnsinnig viele Menschen vor dem Rathaus. Da habe ich mir gefragt, ja, was machen auch die Menschen, die Leute hier? Und da hat mir meine Mutter erklärt, die hätte keine Arbeit, die müsse stempeln. okay. Es war auch in der Zeit so, She was just a child, and she recalls that during these days or years, people gathered up in front of City Hall, and she couldn't understand as a child what has happened, what are these people always doing there every once or twice a week, and then she found out they were what she calls stempel, that means signing up for unemployment. And the town she lived in was about 2,000 people at that time. Und dann ist man ja auch größer geworden, hat sich auf einmal gedacht, mein Gott, das sind welche, die eine Uniform an, das Hakenkreuz und hier die Schleife und der Lederknoten. Das hat uns angemacht, uns junge Mädchen. And all of the sudden, so die ersten Hitlerjungens und SS und SA sind marschiert und gesungen. Also ich... Gab es bei euch SS? SA. Okay, SS gab es. SS nicht. SA. Auf dem Land nicht. Aber SA. SS nicht, ja. Und von zu Hause aus, mein Vater war strikt dagegen. Er hat immer gesagt, das führt zu nichts Gutem. War mein Vater auch. Und mein Vater war Friseur. Und da hat sich immer sind die ganzen Leute gekommen und da hat man das gesprochen und jenes gesprochen. Okay, let me say this. So I grew up a little more, and all of a sudden people appeared in uniforms with swastikas in their armbands, and we talking about stormtroopers there. And they started marching through town. It looked good, it was impressive for young people. The Hitler Youth came in and started it. It was something different, it was impressive and looked good, beautiful. And was war das letzte, Sie gesagt haben? Well, anyway, it was very impressive and it gave them something, you know. But her father, who had a barbershop, was strictly against it. He said it will lead to no good. Of course, the kids didn't understand, but he said it will lead to no good. And so was his father, the same opinion. And I've been through that, I can verify that. Und No. Ich weiß, wir waren 4 Geschwister. Four children. 4 Geschwister. Und keins hat nix. Wir hatten es aber nicht. In der Schule wurden die anderen bevorzugt, die in der Hitlerjugend waren. Alright, we were 4 children, die and waren none of us bevorzugt. belonged to the Hitler Youth. However, in school, and I can verify that,
the ones that were belonged to the Hitler Youth had privileges in grades and all that. And that's true. I've been through that myself. Und dann bin ich zu einer Tante, das ist in der Nähe von Würzburg, in die Schule gekommen. Das war eine kleine Stadt. Ich weiß, das vergesse ich nie. Ich komme in die Schule rein am ersten Tag. Ja, und bist du Jungmädchen. Jungmädchen war Jungmädchen. Dasselbe wie Jungvolk. Jungvolk war Ja. Und Jungmädchen waren ja BDM ist die Älteren. Ja, die Älteren. Wie das Jungvolk zur HJ, so war die Jungmädchen from BDM. BDM, Okay. All right, she was then, because of an aunt, taken to a city where she could go to school, and it was altogether different. However, it was all the kids were then belonged to the young girls, which was the preparation for the BDM, Bund Deutscher Mädchen, organization for German girls. So this was the lower class, the younger class, getting prepared like they had in the Hitlerjugend, in the Hitler Youth. They had one that called Jungvolk. They were the ones, I guess, from 10 to 14. And when they were 14, they got into the Hitler Youth. And she was in the girls in that category in order to be belong, otherwise she would have been an outcast, you know. Ja, und dann, der erste Tag war ich in der Schule, dann fragt mich der Lehrer, und wie ist auch in den Jungmädchen oder einfach so, na, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. The first day she was in school, the teacher said, oh, you belong to that organization? And she said, no. And he said, that's impossible. That's impossible. How can you? You know. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich war die Einzige. She was the only one that was not belonging. Bei uns war das nicht gar so. Ja, auf dem Land. Bei uns, Land in meiner Heimat war es so. auch nicht. Das war eine Stadt, wo ich hinkomme. Also auf dem Land war das nicht Dann kam ich heim zu meiner Tante und sagte, mein Gott, warum bin ich nicht in der Jungmädchen? Ja. Warum bin ich nicht da drin? Mein Vater hat zu uns alle gesagt, das gibt's nicht, ihr geht nicht da rein. Meine Brüder waren dann kirchlich ein bisschen organisiert. In the country, people in small towns and villages, they were not that enthusiastic. They were more belonged to church organizations. And when she came home from the city and told her father, how come I'm not belonged there? The teacher said it's impossible. They were shocked at home because in the countryside, small villages or so, the people still said, no, you know. But in a city, you want to school, you better be belong. You know, that's where it started in the larger cities and towns. Ja, und dann bin ich zu meiner Tante gekommen, Tränen über so, ja, und was soll ich? Heute hat alles aufgeschaut, da war es so ungefähr 30, 40 in der Klasse, gell? Und dann hat meine Tante gesagt, geh schnell, melde dich schnell an. All right, she went to her aunt that brought her into that school in the city in tears and said, my God, I don't know what should I do. And her aunt said, hurry up, go and sign up for it. And be belong. So that's how she got in there. Und dann bin ich nach Hause gekommen, da haben meine drei Geschwister gesagt, Vater, wie kommst du dazu? Ich konnte nicht mehr raus. Ich bin dann übernommen worden in den BDM. So then she comes back home to her dad and he said, how could you? You know? And she said, once you're in, and that's true, you couldn't get out. And then she came into the higher class of the Bund organization for German young girls. Okay. Und weiter, ja, da ist man halt drin und ich kann nur so viel sagen, also vom BDM aus könnte ich nicht sagen, dass man da politisch drin war, wer unser einzig war, Lieder, singen, Theater spielen, basteln, gar nicht so wie vielleicht, das war vielleicht gar nicht so organisiert von so
Leute, wie will ich jetzt sagen, so fanatische, es war ein Dorf. Mhm. Es war Eine Gemeinschaft. ja, wegen harmloser wie in einer Stadt eigentlich. Right. Auf dem Dorf mit den 2000 Leuten, ich weiß nicht, waren das im Anfang 4, noch waren es 6, vielleicht 20 SA-Mann, wo dann noch in der Stadt ganze Kolonnen marschiert sind. Gell? Ja, das war ein Unterschied. To make it short, what she is saying, they got brainwashed then with marching and singing and celebrations in the line of Hitler, and when she thought back at the village at home, they might have 20 stormtroopers, but when she went in the city, they had hundreds and maybe thousands of stormtroopers, and the impression was, of course, a totally different one. Wissen Sie, auf dem Land, ich meine, das werden Sie vielleicht hier auch wissen, ich meine, das ganze Ding ist auf dem Land nicht so verhitzt oder so aktiv wie in der Stadt. Yeah, that's how as I said, in the country and in the villages, small villages and towns, the activity and the pressure on propaganda was not as strong as in the cities. Ich kann mich da an dieses erinnern, gerade auch mal so um Dorf, gell? Wir waren ein echt katholisches Dorf. Das war immer noch religiös und von der Kirche, wie will ich sagen. Ist es sowieso nicht gern gesehen und ist, sehr gut gesagt, nicht gern gesehen. Unterdrückt worden, so gut sie es konnten. Yeah. Es war see, her hometown, which I presume was a village, was a very strong Catholic community. And the church could not really say no, but they did all they could to keep that Nazi movement down in the town. And it was easier to do in a village or in a small town than in a city. Also ich weiß so the Catholic Church tried everything to suppress that. Meine Gemeinde war so 2 unter dem Krieg und ja, und auch nach dem Krieg. Ja, da sind ja viele gefallen. Was 2? So 2300 Einwohner. Ich weiß nicht einen Fall, dass einer außer 2, weißt du, wo man vergessen, ach, die Euthanasie. Ja, weiß ich 2 Fälle. Was Euthanasie ist, das ist doch die, im Dritten Reich sind doch Leute fortgekommen, man hat nicht gewusst, wo die eigentlich hinkommen. Wenn man krank war. Und plötzlich nach einer gewissen Zeit waren die doch gestorben. Mhm. Ja, du hast das sicher gelesen in Zeitungen. Ja, ich habe es nicht erlebt, wo ich groß geworden bin, aber ich habe davon gehört. Ich meine, darüber ist ja viel geschrieben worden, jetzt erst nach dem Krieg. They experienced that during the war, especially, elderly people or people that got very, very badly sick were taken to a hospital and to another hospital. Nicht krank, sondern vielleicht geistig krank. Okay, he's talking about mentally retarded. And then you didn't know what happened to them. Now, I would like to make a statement on the record as a German. I've heard of these things. I myself have a retarded brother. Ich sage das in Deutsch, nachdem ich fertig bin. Have a retarded brother that grew up on the Hitler and nobody bothered us. And I took my American wife now to Germany in 1982 and we went to the institution where my brother is in. And there have been many, many, many of his age still alive. Now, whether these cases, what he is talking about, eliminating the retarded, have been singled out cases or what, I don't know, but I cannot verify it. Ich habe gesagt, ich habe davon gehört, ich habe einen Bruder, der, wir sagen, mentally retarded, der ist zurück. Und der ist unter Hitler groß geworden und lebt heute noch
Und in dem Institut, wer ist, im Landeskrankenhaus, die nennen das Landeskrankenhaus, aber es ist ein Mental Institution in Travemünde, da sind viele in seinem Alter. So, ich denke, dass die mentally Kranken, die haben vielleicht irgendwo, irgendwer, die verschwinden lassen. Aber im Allgemeinen ist das nicht so, weil mein Bruder lebt. Ja, nicht alle, ich wollte damit sagen, also so schlimm war es auch nicht. Ich kenne keinen Fall in unserem Dorf, dass einer verfolgt war oder man hat mal gesagt, hey, langsam, halt eine Klappe. Ja, du meinst es politisch. Weil natürlich. Du meinst es politisch, ja. du meinst es politisch. Ja. Also ich meinte so viel, dass wenn einer schon mal ein bisschen gegen das Regime gewettert hat, wie ich gegen die Amerikaner. Das weiß ich. Verstehen Sie? Ja. Dann ist er nicht unbedingt gleich fortgekommen in Now, he's saying, not necessarily talking about retarded, but what he's trying to say, and she is trying to say, is that anyone that would speak up just slightly against the Hitler regime or what would disappear, and I can verify that. They just, what you call it, disappeared. Night on folk law or something. Somebody knocked on the door the next night and you was gone, you know. Das war bei uns nicht. Ja, ich habe das erlebt. Nein, nein. Also bei uns war das nicht. Dass Leute verschwunden sind, wenn sie was gesagt haben. Ja. Well, now he says, where he grew up, that was not the case. Hast du Before, gesagt, that's the way I man hat understood it. bei uns auf dem Land im Dritten Reich können auch ab und zu noch was sagen. Eben ja, ohne gleich. Stimmt das? Ich glaube, Sie haben das falsch aufgefasst. Na, in der Stadt habe ich das erlebt. Ja? Ja. Ich sage nicht, Aber Sie hat jetzt gesagt, dass auf dem Land war es bei nicht uns, so. also auch bei uns, dass, da man nicht da fortkommen ist, deswegen. Okay. Außer es war They ganz, say, ganz grob verkehrt. Man hat sich persönlich kannt, das ganze Dorf. Ich weiß bei uns Wenn niemand, vielleicht schon der einer, verkommen wäre. wenn vielleicht einer, ich weiß nur, einmal ist einer zu uns gekommen und mein Vater muss raus, was ist, da wurde er gewarnt, was in der Friseurstube gesprochen wird. Aha. Er muss, das weiß ich noch, und da haben wir auch Angst gehabt, irgendwas, bis die Polizei kommen. Well, they say now that this did not happen in a small community, things like that, because they sort of stuck together, but in the cities it did. Okay, but since her father had a barber shop, she know of one man that would speak out, and that her father would put him in place and say, hey, not in here, better keep your mouth shut, you know, it's too dangerous. That's Now, when the war broke out, not with the United States, but when Germany went to war in 1939, what were you doing? and when did you go into the military? 1939, ich stellte 1939, I was making surgical instruments. That time. 39 to 41. And after this I was had to go to the army, into the army. Now, ich möchte an diesem Punkt, I want to explain at this point that anything they don't want to talk about, they are free to say so. Ich möchte nochmal sagen, dass wenn irgendeine Frage oder irgendetwas aufkommt, dass ihr nicht davon sprechen wollt, zu jeder Zeit könnt ihr sagen, wir wollen nicht davon reden. Keine Ahnung. So, ihr müsst nicht alle Fragen Das ist richtig in Amerika. Und das ist, was ich schon oft gesagt habe, ich weiß, wann Sie das, glaube ich, heute auch gesagt, dass man frei seine Meinung sagen kann, nicht, dass man gleich verhetzt auf den anderen losgeht. That's the wonderful thing about America, which I have said, which he has said to me earlier today, that you are not forced to anything,
And that if you say, I don't want to talk about it, nobody get mad at you, and it's hateful. Right. Das ist bei uns heute auch so. Yeah, that's good. Das ist gut, ja. Weil das ist, wie ich vorher gesagt habe, wir wollen nicht euch ausfragen. Wir wollen wissen, was die deutschen Gefühle zu der Zeit waren. Na, ich bin durch das gegangen, aber ich alleine kann nicht ganz Deutschland vertreten. Das waren wir, fragen wir so viele Leute. Ask about the battles that Herr Mueller was in that led up right before his capture and then his capture. Yeah, but we haven't got an answer yet. When did he end the army? Oh. Wann war es, wo du zum Militär gekommen bist? 1. Oktober 41. Wurde der ganze Jahrgang bei uns, Jahrgang 22, also fast der gesamte, also eingezogen. Yeah, all the people that were born about 1922 were drafted in their area in 1941 war das. 41. So that was after the war had advanced already 2 years. Was he a draftee or volunteer? No, he was drafted. Yeah. Sie waren eingezogen. Ja. Like to get basic training. Ja, will now zu der Rekrutenzeit kommen. Wie war das? Wie war die Rekrutenzeit? Wie lange und wie war das? Und ich wurde ungefähr ein Vierteljahr ausgebildet. Talk about a quarter of a year training. Ja. Und dann musste ich den Führerschein machen. Then he had to make his driver's license, military driver's. Klasse 2. Ja. Für Lastwagen. Und dann hatte ich eine Angina. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Wie heißt Angina eigentlich? Angina ist in Englisch Angina, das ist eine Herzkrankheit, aber Sie sprechen von einer Halsentzündung. He had a infection in his throat. During there are two tonsil infection. Und das war nach der Ausbildung, oder? Ja, das war nach der Ausbildung. That was after the training. Fast die gesamte Ausbildungskompanie wurde nach Russland verlegt. The entire company after the training was sent to Russia. Und du warst im Krankenhaus dann wahrscheinlich? Nein, ich war auf der Stube, aber ich konnte nicht mit, ich wollte mit. Okay. Ich wollte mit meinen Freunden mit. Aber wie ich Angina kenne, ja, du hast Fieber gehabt. Heute sage ich war crazy. Ja, then he was down with his tonsil problems, infection, and his outfit was sent to Russia, and in those days he wanted to go with him, but he couldn't because he was sick. In those days he was upset about it. Now he said he was crazy. Where did he take basic location? Wo wurdest du, ich sag manchmal sie und manchmal du. Wo wurdest du ausgebildet? In Ludwigsburg. Wo? Ludwigsburg. Ludwigsburg. Ja, da gab es, das war die sogenannte Panzergrenadier, Infanterie war das. Okay, das war Infanterie, Panzergrenadier. Ja, wir hatten die Schützenpanzer, sagt man, das waren ganz dünn gepanzerte, so die Panzerung. Ja, die Amerikaner kennen es ja, die haben ein paar erbeutet dann in Tunis. Und du warst mit der Panzergrenadier oder warst du bloß Infanterie? Also, die Ausbildung hatte ich als Panzergrenadier. Wir hatten ein paar Übungsfahrzeuge, aber das waren Blechfahrzeuge, also keine Panzer zur Ausbildung. Well, they call it tank grenadier, which actually is an infantry with tank-plated vehicles, very thin, had nothing to do with tanks, but it was called that. I'd like to get his average day in basic one day. What time they got up, what kind of training they had. Was war die allgemeine Ausbildung täglich? Sagen wir mal, wir nehmen einen Tag, wir stehen auf in der Früh, wählen und machen was. Damals? Ja. Ja, damals. Nicht, dass er jetzt sagt, die Deutsche bildet schlecht aus oder bildet gut aus. No. Denn heute ist sie anders, die Ausbildung. Wir sind nicht hier, um auszubilden. Also ich kann nur sagen, was damals war. Ja, das ist all. Wir sind damals, ja, das erste Mal viel Sport. A lot of sport. Viel Kondition. Physical exercise. Viel Konstitution. Und dann ist man ausgebildet worden in Schießen, Handgranaten werfen.
Yeah, well, then I was trained and then came shooting and throwing hand grenades, but we still haven't got the daily procedure. Was wissen wollte, war, wie geht es? Seid ihr um 6 Uhr aufgestanden? Was war das Erste, was ihr gemacht habt? Sport, das... I got it confused. He thinks it's an interrogation. Wenn ich mir das vor No, bloß im Allgemeinen. 60 Jahren gesagt hätte, hätte ich mir das aufgeschrieben, dann ist es so. If you would have asked me 50 years ago, I would have wrote everything down. I could tell you the details, which I understand. Ich glaube, erst ging es raus, ich glaube vielleicht um 6 oder früher schon. You think about 6 o'clock or early. Und dann gab es Frühsport. Then came morning weiß ich heute noch. Physical sport. Das weiß ich am besten. Mhm. Ja. Und dann ging es zurück. Kaffee trinken, glaube ich. After that you had coffee. And, ich weiß die ganze Procedure, ich bin durchgegangen. Ja, und ich glaube, dann ging es auf den Exerzierplatz. Erst war, im Anfang war es ja Exerzieren. Yeah, then it was a coffee break and then was exercises, which means basic training, you know. Als erst. Und dann später ging es ja nach 3-4 Wochen ging es dann auf den Exerzierplatz aus und gab es ja Hinlegen auf und Marschen. Yeah, and after 3-4 weeks, after the first 3-4 weeks, then came the tough training exercises like lay down, get up and run, and lay down, and you know, basic und dann training. beim Schützenpanzer ging es raus über die Bordwand, runter, wieder rauf. Yeah, und it's all basic training. Wenn wir nicht mitkamen, dann ging es noch ärger runter. Yeah, climb that wall and get down and run, and if you couldn't make it, you had some extra turns to make. It's just like in the army, you know. Und bei der Fahrschule, wie Schützenpanzer Fahrschule macht, wenn einer schlecht gefahren ist, das Getriebe bald hinter raus ist, dann musst du unter durchkriechen. Okay, then came the driving school, and when they drove and they goofed, then get out and crawl underneath the truck all the way to the front, back in, do it over again. Basic training. Yeah. Wenn er im Dreck stand, der war ja so viel Bodenfreiheit hatte er und bis zwischen der Ketten drin. Durfte schön durch den Dreck und durch. Well, if that thing was stuck in the mud, you first crawled underneath it from the back to the front through the mud, and then you got it out. Ja, also muss ich ehrlich sagen, ich könnte es nicht mehr so genau sagen. Nein, es ist nicht nötig. Also to be honest, I cannot recall all the little details. What was his assignment after basic training, like his company and regiment that he was assigned to? Okay. I know Panzer Grenadier, but what was the company? Okay. Nachdem alles das hast alles das durchgemacht und die Rekrutenzeit war vorbei, was war deine spezielle Arbeit? Ich hatte an sich gar keine spezielle Ausbildung mit Ausnahme der Schützenpanzerführerschein. Ja, aber was war denn dein Befehl? Was hast du gemacht, nachdem Ach so, da war ich also in den Kasernenbataillon waren ja motorisierte Fahrzeuge. Und die mussten unterhalten werden. Ja. Und wir waren auf Abruf in der Kaserne. Wir kamen entweder zu Flakbatterien als Fahrer von diesen Zugmaschinen. In Deutschland? Zu Hause oder fort an der Front. Ja, und die haben dich dann nach Russland auch geschickt, oder? Nein, ich wollte es nur sagen. Entweder man kam zur Flak als Zugmaschinenfahrer, Artilleriezugmaschinenfahrer, weil ja die Fahrgestelle dieselben waren, oder Schützenpanzer. Ja, aber wo kamst du hin? Ja, ich sage Ihnen das gerade. Ja, und wir sind in der Kaserne geblieben, bis uns eine Einheit angefordert hat. Aha. Und dann kam ich zur 10. Panzerdivision nach Nordfrankreich. Okay. After that, they were assigned to certain units, some of them to anti-aircraft artillery as drivers, driving these cannons and stuff like that, and various jobs. And he came, he was sent as in a small tank
outfit to France. Und das war in Frankreich, war dann schon besetzt. Ja, das war 42 im... Yeah, it was in 1942. The war actually against France was over, but they were sent. Da war das schon 2 Jahre vorbei, das war schon 2 Jahre Ja, vorbei. Ja, das ist die 10. PD, ist damals unsere Division ist da aufgestellt worden, neu ausgerüstet. Und dann sind wir da gelegen, da war die Jepp damals. Die Jepp. Ja, wo die Kanadier gelandet sind, da sind wir hingefahren, war aber schon bis wir dort Okay, from France he was sent to Dieppe. When do you remember when the British tried to invade Germany at Dieppe? Okay, the British, that was in 1942, wasn't it? Yeah, 1942. And they were sent from France to the coast. Dieppe was defeated by the Germans then. That was, the British tried an invasion. I explained that. And they were sent up there from France to the Dieppe, which is eigentlich in Holland oder in Frankreich. Nein, das war, wir lagen ja in Nordfrankreich bei Amiens in der Gegend. In northern France somewhere. Yeah. And they were sent up there to throw down that invasion, but by the time they came there, it was already over. The British lost. Okay. Ja, und dann ging es nach Südfrankreich dann. From then they went to South France, southern Und France. die Küste besetzt. And they were Wie der Amerikaner in Casablanca gelandet ist, sind wir runtergeworfen worden, um unten dicht zu machen. okay, in Kansas, then they were in southern France on the coast, coast guards actually, but on land with their cannons. And when the Americans landed at Casablanca, that's where they got into first battle. I guess das war dann eine Schlacht oder direkt, ja. Ich glaube, da ist kaum ein Schuss gefallen. No, he said that was not a battle. There was Also hardly a shot fire. wir sind nach Toulon reingefahren. Okay. Und die Franzosen haben ja die Flotte versenkt damals. Im Ja, Hafen. ich war da. Ja? Also auch da. Also auch War da. in Toulon. Sie. That was du jetzt sprichst von, was die Entwaffnung von dem Rest der französischen Armee. Yeah. Okay, he's talking about when, see, Germany had about half of France occupied, then they moved into southern France and disarmed the rest of the French army, and in Toulon, he went to Toulon, and the French sunk their ships in the harbor and along the coast. Ja, mit was waren Sie unten? Mit was für einer Einheit waren Sie da? Ich war im Sturmbataillon, OB Südwest, und wir sind genauso wie ihr von einem Punkt zum anderen, wo der Oberbefehlshaber, der letzte war Kesselring, für die Süd- und Westfront uns gebraucht hat. Wo es heiß war, da haben die uns eingesetzt und dann wieder rausgezogen. Nachdem ich hier weiß, ist die Küste ja, oder halt das Vichy-Gebiet besetzt worden, weil die Angst hatten, unsere, dass Amerika, also die amerikanischen Truppen von Casablanca, Nordafrika, rüber stoßen. Die wussten ja gar nicht genau, was der Amerikaner damals gemacht hat. Und ja, das war viel später. Nee, das war damals. Und darum ist ja besetzt worden von uns, die Küste abgeriegelt. Ja, das und dann, war... wie sich dann rausgestellt hatte, dass sie nach Tunis ziehen, Aha. also im gesamten Nordafrika. Das war Afrika, ja. Dann haben sie uns abgezogen nach Tunis und wir kamen ja beinahe zu spät. Okay, from then they were sent to Africa, to Tunis. But by the time they got there, it was already too late. Ja, da war der amerikanische in Tunis drin. Yeah, the American army had already taken Tunis. Das hat heute Amerika hat das besser. Amerikaner haben es heute besser. Wenn das sowas wäre, dass man von Toulon aus oder Marseille die gesamte Truppe in Flugzeuge, die wären innerhalb 3 Stunden wären die in Tunis. Das heißt, da hätten wir Algier übersetzt damals. Well, yeah. Hätten wir kein Algier übersetzt, dann wären He's going Amerikaner now heute in nicht in today, Tunis. that today the Americans would have it easier with their planes
In no time they would have been there in 2 or 3 hours. Da wären die Amerikaner heute noch nicht in Tunis. And if we would have had those planes, the Americans wouldn't be today in Tunis. But this is an opinion. It's a joke. Yeah, it's an opinion. It's eine Meinung. Nein, sie hätten halt länger gebraucht, aber wir hätten ja das auch gar nicht besitzen können. Right. Und die deutschen Truppen hätten das nie halten können, weil mit was? Even if the Germans would have if it would have been possible that they could have won and take that area around Tunis and all that, they wouldn't have had enough men to occupy it. Yeah, that's what he's saying. Wasn't. And this was in Tunis is where you were captured. Yes. Okay. Would you relate that? Who you were captured by, on what battle or skirmish? Or how? Ach, wie ich gefangen wurde, wir waren am 6. Mai bei Ilvertan. Unsere Kompanie, oder ich glaube das ganze Bataillon war das. Und da kamen ja, also ich habe die Kompanie war abgesessen. Die waren aus dem Fahrzeug draußen. Und da waren solche Steinhaufen so. Das war, wenn ihr nach Tunis gekommen seid? Nein, das war dann zum Schluss dann. Ja. Er wollte ja wissen, wie ich gefangen wurde. Ja. Und da sah ich, wie riesige Panzer und Fahrzeuge, Kettenfahrzeuge und alles Mögliche kam so schräg auf uns zu. They were somehow between a stone wall or Da war die Kompanie dahinter. There was a whole company, maybe a battalion, he is not sure, hidden there. And then they had the chains from tanks or whatever rolling and coming. Und so jetzt und wir mussten dann zurück und sind dann durch Tunis durchgefahren auf die Halbinsel Cap Gruber. So we had to retreat through Tunis and one to the half island Capon. Ja, und da saßen wir so, dann hat es geheißen, dann hieß es, Kompanie, also die Fahrzeuge werden gesprengt. Okay, we've been sitting there and relaxing, and then came the command, all vehicles will be detonated, blown up. Und wir waren 4 Mann noch, wir haben gesagt, wir kommen noch nicht in Gefangenschaft. Wir wollen rüber nach Europa wieder. There were 4 guys together, and they said, hey, we don't want to go to prison, we want to go back to Europe. Und dann haben wir die Motorräder genommen, also 2 konnten ja fahren, das waren denen ihre Motorräder, wir sind drauf gesessen. Und dann sind wir die Halbinsel rausgefahren. Da war aber ich weiß nicht, ob das amerikanische Panzer waren, die waren schon unten durch, in der Ebene. Wir waren ja auf dem Hügel oben. So we took 2 motorcycles with 4 guys and took off. Und dann sind wir plötzlich mal runter und da haben sie uns... But the Americans were already there and started shooting at us. Und dann sind wir ab nach Kelibia raus, das ist auf der Halbinsel Capon. Da sind wir hin und her gefahren, wir wollten ein Schiff suchen. So we went to Capon and drove back and forth and tried to find a ship that might take us out of there. Nothing. Not a tree, you know. Wie heißt die elektrischen, die Masten? Oh, the telephone Telefonmasten. Telephone poles, that's all they saw. It was nothing different. Nothing, nicht einmal das haben wir mal eingefunden. Not even that, they were all down. Und dann waren wir noch am Hafen in Kelibia und da kam, glaube ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein englischer Zerstörer auf den Hafen zu und dann haben wir gesagt, jetzt aber. So they went to the harbor of, what's harbor, welche Hafen? Kelibia war das. Kelibia, hoping to, and then they saw an American destroyer coming down, you know. Und dann sind wir in die Stadt reingefahren und um eine Kurve rum und vor englische Panzer gestanden. And we drove into the city, went around the corner, and we were in front of British tanks. And that's how, this is wie sie gefangen wird. And that's how they got captured. That was it. They couldn't go nowhere. Which British group was it?
I don't know exactly, but the 8th Arm it was. That's what I know. And who was your commander of your company or regiment? Das war Seele. Oberleutnant, ja, glaube ich. Oberleutnant Seele war das. Seele. Der war von Hamburg. Seele or Seele? Seele, wie Seele. 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 First Lieutenant Seele. S-E-E-L-E. S-E-E-L-E. And what was your rank? Seele. Private. Private? Gefreit. Ist doch private. Yeah. Gefreit. Corporal. Not private. Corporal. No. Yeah. Gefreit is a corporal. Ja? American Army. Ich dachte über. Ach so, private ist der. Yeah. Der ohne alles. Yeah. Corporal. How was he treated by the Allies? Wie wurdet ihr behandelt denn bei den Engländern? We talking about English now. British. Also, wir waren in einem Lager dann, das waren Engländer. Mhm. Ein Lager bei, wie hieß es gleich? Da war der Madrid. Welches war das? Und da hatte ich Ruhe. Oh, he was in that camp and he had the Ruhe. And I can't translate it. It's a Wie heißt es? diarrhea. Gordon, wie heißt es genau? Very bad diarrhea. I was only this size. You can be poor in your life without money, but you are never as poor as I was. Sick. I've heard that. Sick. You understand? Okay, yeah. Und es ging aber wieder dann. Ich habe dann Tabletten gekriegt. See, the Ruhe is almost something like typhoid. Oh. Und dann kam ich ja nach Algier mit dem Zug. Konstantin erst. Ja, du Algier bei Train. Und wie haben die euch behandelt? Anständig oder? Ja, die Engländer ist eigentlich, kann man nicht beklagen. Yeah, I could not complain about the way the British Es gab allerdings wenig zu essen, gab es ja. very little to eat. Was his family notified he was a prisoner? War deine Familie in Ja, als vermisst erst. Oh, das war von der deutschen Wehrmacht dann? Ich glaube ja. Ja. Okay. Erst als vermisst und das ging glaube ich Vierteljahre, wie lange das ging. Yeah, he was first by the German authorities. They were informed as missing in action, and then later as being taken prisoner. Und dann kam nach Konstantin. And we got to Constantine. Das ist in Marokko hier und also das ist zwischen Bon und Algier. Im Land innen etwas. Das ist Konstantin. Kennen Sie es nicht? Ja. Okay. Und von dort nach Algier. We got to Algier. Dann im Geleitzug nach Liverpool. Then to Liverpool. Das war Pfingsten 43. It was White Sunday 1953. Von No, dort 43. 43. 43, ja, was habe ich gesagt? No, ich habe gesagt, da Ach so. sicher. Und von dort ging es mit der Pasteur, wenn Sie die kennt. Nein. Pasteur war ja nach dem Krieg noch. Das ist ja während dem Krieg, weiß ich, unter, was war das, Kanal oder was, die uns bewachten. War das der Pasteur, war das Französisch? Es war ein französisches Truppentransportschiff nach dem Krieg nach Okay. Indochina. Then they were put under Pasteur, which was a French troop transporter. And where was this at? Wo war das? In Liverpool. In Liverpool. Da sind wir von einem kleineren Schiff, ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Schiff war oder wer wem das gehört hat, umgeladen worden in die Pasteur und dann kann man nach. We were transferred from a smaller ship into the Pasteur. Dann kann man als Einzelfahrer über den Atlantik zickzack immer nach Halifax. And then we went through the Atlantic in a zigzag course to Halifax. The trip on the boat. What kind of food, or what they sleep on the boat? An dem Schiff, an der Pasteur, wie war das Essen und wie war die Behandlung? Essen war ganz schlecht. Food was very bad.
Ich habe mir so gedacht, ja, und denkt, wozu sollen wir denen was zu essen geben oder viel zu essen geben? Wenn wir in Amerika sind, haben wir ja genug. Aber so muss er das Essen rüber transportieren und uns geben und wieder rüber. Das ist sehr gut. He says, I felt, das ist ganz logisch. I don't worry about it. They can give us as better food as they want. As soon as we get to America, we're going to get good food. Was it crowded on the ship? War sehr eingeengt. Eng, ja, das war schon. Wir waren ganz unter der Wasserlinie waren wir. Wir hörten immer wie die Wellen. Yeah, it was very crowded, and they were below the water level in the ship. And they just heard the ocean. How long was the trip? Wie lange war die Fahrt? Ich glaube 7 Tage kann das sein. I think about 7 days. Oder vielleicht nur 5, ich weiß gar nicht. He says 5 or 7, he really couldn't say. Es ging so schnell, der ging weg. It went pretty fast, he says. Essen war vom ersten Schiff auch ganz schlecht, aber ich meine, das ist ganz klar. Yeah. So brauchen wir deine Kerle was geben, wenn's. On the ship before, the food was very bad too. But they understood that's the way it is. And They were not allowed out of the hold of the ship at all during the whole trip? durch der ganzen Fahrt, ihr habt keine Erlaubnis, ihr habt rauszukommen auf das Schiff, so no, they were not allowed to get out of that hold. Was the ship marked as carrying POWs? Hat das Schiff irgendeine Bezeichnung gehabt, das sagt Kriegsgefangene? Ich hab's nicht gesehen. Well, he wouldn't know, he was down there and he hadn't seen it. Ich hab's nicht gesehen, nur im Geleitzug von Algier nach Liverpool waren wir immer die äußeren Schiffe. Und innen fuhren Kriegsschiffe, Flugzeugträger. Ja, ich glaube auch Flugzeugträger, ich glaube, sie haben wir schon gehört. Ja, oh ja. Ja, die Kriegsschiffe waren, die waren alle innen und wir waren alle außenrum. Also wenn ein Torpedo kam, das... Oh, they had warships going, but they kept them on the outside of the warships, that if a torpedo would hit, they would get hit, not the warships. Ja, ich glaube, das war so. He think that was the reason. Also wir waren they kept them outside the convoy. That could be against the Geneva Convention. Ja, das würde gegen die... Ich weiß, aber wer... Wo kein Kläger ist, kein Richter. Yeah, he knows, but where there is no prosecutor, there is no judge, he said. Im Krieg ist jeder Trick erlaubt. In war, every trick is accepted. Shouldn't be, but it is. Was passiert nicht alles, was nicht erlaubt ist im Krieg? What does not happen that is permitted in war, you know? Anything. Landed in Halifax. When? Oh yeah, he landed in Halifax. Dann habe ich Ihnen gesagt, da bin ich im Pullmanzug. Bis gepolsterte Sitze. Sind wir dann eingeladen worden. In Halifax? In Halifax, ja. In Zug? Das ist afternoon. Yeah. And they came in Halifax, they were put on a train, and the seats were polstered, and that was really something, you know. And I said, I can go around the world. He said, that way you can go around the And world. after 3 days and 4 nights, I was terrible. You asked me, have you been in box cars, you say, or how did you call it? Well, yeah. I prefer for such a, wie sagt man so, eine Fahrt, ein Viehwagen. Oh, in a well, like a freight train where you put cattle in. What a better straw on the bottom. You can lay down, but if you have to sit, terrible. For a long time. For a long time. Sagt man lieber ein Viehwagen wie ein Pullmanzug, wenn man 3 Tage, 4 Nächte fährt. Und I told us this afternoon. 2 days and 4 nights. They are not allowed to go to the toilet if the guard
was in a wie sagt man da, Stimmung. If he wasn't in the mood for it. In a bad mood, yes. If he was in a bad mood, you couldn't go no. to the bathroom. Was the train non-stop? Did it stop any time during your... War der Zug fließend durchgegangen? Ja, oder? wir haben schon ab und zu gehalten. Ja, schon. Also, er ist durchgefahren, aber auf bestimmte Stationen hat er irgendwo gehalten. Aber wir konnten ja nicht raus. Die Fenster waren, glaube ich, zugeschraubt oder. Aha. Aber durfte well, in general, they want to, but on occasions the train stopped, but the doors were bolt locked and they couldn't go out anyway. Were the window shades drawn, or were they able to look out? No. They were open? Yeah. So ihr habt frische Luft gekriegt dann? Ja, also ich glaube, die waren, so viel ich weiß, waren die verschraubt, die Fenster. Da kommen, glaube ich, He think the windows were bolt locked. aber die Vorhänge waren keine Vorhänge, da konnte raussehen. But you could look out. There was no curtains or anything like that. And when the train stopped, it stopped at Camp Gruber, or Muskogee? I think in Brett. In Bragg? Right. Yes. And were you marched to Camp Gruber, or were you transported in trucks? So, but I don't know. Das habe ich also eigentlich vergessen. Yeah, he can't recall that anymore, he forgot. Wie wir ausgeladen wurden, kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. There are some things I know exactly, and there are some things I don't know anything. I don't have know the why. same thing. We're getting older. I know exactly when I was wir walking werden älter. from the rock valley to the camp. You know, I told you the guards, they were shooting. Yeah, I know this exactly, but some things, when they were unloaded bricks. Yeah, there's some things missing. I have the same thing. Wir Das getting ist older. komisch. Wir werden älter. Ja, wir werden älter. Nee, das irgendwie, glaube ich, wenn man das nicht direkt aufnimmt durch irgendeinen besonderen Umstand, glaube ich, wird er vergessen. Ja. Mhm. Ich glaube so. Ich verstehe, dass unter den Umständen kommt der Punkt hier oben, spielt keine Rolle, was immer passiert. Und dann vergisst du. Du wirst deprimiert und es spielt keine Rolle, was passiert. I can see the point he's making, and I'm suggesting to him, and he agrees. You get to a point where you get depressed and you don't give a hoot, whatever. Vielleicht, these things then you forget doing things. Vielleicht war ich mit mir selber zu sehr beschäftigt, weil wir uns taten die ganzen Knochen weh. Yeah. Man kann sich kaum mehr bewegen. You're busy with thinking just of yourself. Every bone is hurting. And, did he have long periods of this depression? Oh, hast du durch der Zeit lange Perioden gehabt, wo du deprimiert warst? Im Lager gab es Perioden, das war hauptsächlich dann Weihnachten und solche Tage. Mhm. Also da waren wir schon ziemlich... Yeah, there were periods of times where you was depressed, and especially during Christmas time or holiday seasons and stuff like that. Oder vielleicht Briefe gehabt von zu Hause. Sometimes when you got a letter from home. Und vielleicht jemand krank war oder so. And you found out somebody was sick at home and things. When you first got to Camp Gruber, what did they instruct you to do? What were the rules and regulations that were required of you to follow? I don't know, what instructions? Ja, was waren die ersten Informationen und sagen wir mal Kommandierungen? Ihr könnt dies machen, ihr könnt nicht das machen, und das waren die ersten Instruktionen. Also mein erster Eindruck war übrigens, das muss ich Ihnen sagen, was da passiert ist. Da waren ja 2 Kompanien, Österreicher glaube ich, waren die meisten. Übrigens sehr gut was. Wo die herkamen, weiß ich auch nicht.
Ja. Also die Aufer, ich glaube auch von Afrika waren die. Und die waren schon 14 Tage da. Wir kamen frisch ins Lager, neu. Und da gab es Bohnen mit Speck, so große Bohnen war das. Blaue Bohnen. Und die gaben uns ihre Ration noch, weil wir ja... Yeah, they were hungered out and down. And when they came in, there were already 2 companies of what he think mainly Austrians. And they had been arrived 2 weeks prior to them. And they saw that they were hungered out on it. And they had leftovers from their beans. He said they were big sort of blue beans. I think he's talking about navy beans. And bacon. And these 2 companies that have been there prior to them gave them that sort of food. Und da habe ich so viel gegessen. Ich müsste im Deutschen sagen, gefressen. Ich hatte so Hunger. Ich bin wie ein Tier, habe ich gegessen. And he was so hungered out, and he ate so much that he would say like an animal. All he could get. Und dann habe ich gebrochen. Then he had alles raus wieder. Und throw up and everything came out because an empty stomach eating like that. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich glaube gestorben. He says, and if he wouldn't have thrown it up, he probably would have died because he had overate that much. And you can imagine bacon and beans on an empty stomach. It's greasy, you know, and you've been hungry for days or weeks maybe, and then overeat. Man kann schon Woche sagen. Yeah. Und dann, also mit den Befehlen und so, wir hatten ja dann gleich, mit dem Kommandoführer war das meistens so ein Feldwebel oder Oberfeldwebel, und die haben uns dann gesagt, was zu tun ist und was zu lassen ist, aber ich könnte ihnen nicht mehr genau sagen. All right, the orders, it might was a sergeant or first sergeant who took over, American. Nein, die Deutschen waren das. Die Deutschen haben die. Wir hatten ja einen Kompanieführer, ein Deutscher, das war meistens... Ja, aber wo bekamen die ihre Befehle? Von den Amerikanern oder was? Weiß ich wahrscheinlich. He don't know, because those were not American sergeants, those were German sergeants who made the orders. Ja, die haben uns wahrscheinlich nur die von oben, von Amerikanern, einige Befehle weitergeleitet an uns. Also die hatten eigentlich keine Rechtsbefugnis in dem Sinne. Ja, nein, ich verstehe. But the way I understand it, I may be wrong, but the way I understand it, these German soldiers were sort of trustees already, and they got their orders from the Americans. However, those were not authorized orders. They just told them we'll do it that way here, and we do it that way. It was not an authorized, like a German sergeant was different than an American sergeant. The German sergeant had a lot of authority. But here, that was not the case. They just guided him, more or less, than giving him orders. How many men were in a barracks? Wie viele Männer in einer Baracke? Ungefähr. Maybe 25, 25, 30. And the conditions in the barracks were they, you had, in your bedding, say, the bed that you would have, were you sleep on cots, or were they bunk beds with mattresses? Was habt ihr von Betten gehabt? Wir haben nur die oben kleinen, und unten oder? Nein, wir haben nur die kleinen Feldbetten, die Klappbetten da. Ja, und Cuts. Mit so einer Art Segeltuch bespannt oder ja. starke Cuts, army cuts. What was the... Oh. Wenn man abends so rauft hat miteinander, wisst was Raufen ist, so gerungen miteinander, also nicht im Spaß gerungen. Aha. Und wenn der andere aufs Bett geworfen, dann ging es natürlich runter. Well, yeah, what he called raufen is, it is sort of wrestling for fun, you know, like hit him with a towel and wrestle around, and then you throw the guy on that cot and it might collapse or something like that. You had a lot of fun with it. What was a typical day at Camp Gruber like?
Was war der spezielle Tag im Allgemeinen in Camp Gruber? Wie war es? Wie ist ein Tag verlaufen, zum Beispiel? Also wir mussten ja arbeiten gehen. Ich glaube, so viel ich noch weiß, waren es 7 Tage oder 8 Tage im Monat oder 9 Tage. Und ich habe lieber gelernt. Bei uns waren ja, glaube ich, Professoren und Gewerbelehrer und die Schirmmeister von uns, von diesen motorisierten Kompanien, das waren ja Mechaniker oder Kraftfahrzeugmeister, und die haben Kurse aufgezogen, um im Lager? Ja, die Leute zu beschäftigen. Oh, okay. We were obligated to work, I don't know exactly, 6 or 7 or 8 or maybe 9 days a month. And he took it up on himself to take German, like mechanics and stuff like that, and build something, do something, learn something, just to be occupied. Also ich bin vielmal oder einige Male, wenn ich einen wusste, der gerne zum Arbeiten ging nach außen, hat er für mich gearbeitet, auf meinen Namen. Das heißt, er ist schon raus, aber ich musste ja praktisch meine 9 Tage oder 7 Tage Arbeit nachweisen. Und ich habe lieber gelernt im Lager. Okay, what he did and many times, he rather was in the camp learning things with his group. They had agreed to do that, then going to work. However, he had to have so many days in a month, in say 7 or 8 or 9, he don't recall for exactly. But a lot of times somebody else would sign up in his name to go to work so he could fulfill what he had going in the camp. Ja, wir hatten ja Kurse, wir hatten ja Gewerbelehrer und alles. Wir hatten Kurse, erstmal Fremdsprachen. Ich habe zum Beispiel Englisch, Französisch, Spanisch habe ich gemacht. Dann verschiedene Rechnungsarten, also Mathematik und so. Okay, he had classes built up. Number 1 in languages, learning different languages, and also mathematics. And they, in other words, he created a little school for further education within the camp. Dann hat er Geschichte, Geografie, History, Geography. Alles Mögliche. Dann Werkstoffkunde, also für Metall zum Beispiel. Ja, then Werkstoffkunde, let me say. Well, out of his experience working with metal and working in the shop. Also es war nur theoretisch natürlich. That was all just theoretical. Ja, wir hatten ja keine Werkzeuge, nichts. They didn't have no tools and nothing, so it was all theoretical. Dann technisch zeichnen haben wir gehabt. Technisch zeichnen. Technical drawings. Yeah. Like a designer. Like the mechanics. Draftsman. Draftsman, right. Ja. Wie heißt es? Draftsman? Ja. Was haben wir noch? Werkstoffkunde, alles Mögliche. Und das habe ich am liebsten mitgemacht. And he created that. Weil das hat einen abgelenkt und man kann es nachher brauchen. Und he forget that will take your mind off things, and later in life it may be useful. I keep hearing about the rock quarry. Is this something that everybody worked, and if so, how many days it was? Was it not? I take it was not every day. No. You have to go. As I said, I think I don't know exactly. Maybe 7 or 8 or 9 days a month. Ah. Yeah. That's what they were obligated to do. And That so was that required. you just really had to fill a lot of time in between then. Ja. So, wenn ihr 7 oder 8 oder 9 Tage im Monat habt arbeiten müssen, ihr habt viel Zeit gehabt, um auf andere Dinge zu denken und die Zeit auszufüllen. Ja, also yes. so ist, wie ich noch in meinem Kopf habe. Ich will aber nicht für alles. Oh nein, du wirst nicht verantwortlich gehalten. He says that's the way so he remembers it, but he don't want to be held responsible for every little detail he says. And I'm explaining again right now, ich möchte nochmal erklären.
Sie werden für nichts verantwortlich gehalten oder was. Wir wollen bloß wissen, wie es war. Man meint vielmal, man meint oft, so war es. Und kommt man mit 4, 5 anderen oder so, das erfahre ich jetzt auch. Der eine weiß so, da denke ich, Mensch, das war der Mann. Ja, das sind verschiedene Ansichten. Nein, so war es. Well, this is, as he says, this is the way he sees things now. And he talks to another one, and the guy says, no, that's not the way it was this way. There always are little differences in understanding on how was it really, you know. So he is trying to say, don't take every word too serious, you know. Doch, das ist tatsächlich wahr, das habe ich schon aufgeschrieben. Everybody got a different opinion, that's what I cleared. Das ist amerikanisch. Jeder hat eine andere Ansicht an Dinge. Ja, nein, das ist halt schon so lange her und irgendwie überspielt sich etwas und dann ist man nicht mehr ganz sicher und meint aber, dass er nicht sicher. Ja. Und dann merkt man noch, wenn ein anderer oder 2, 3 andere sagen, nein, das war so, dann war ich also falsch. What was the treatment? What kind of treatment did you have? Das war im Allgemeinen, war die Behandlung gut so. In general it was good treatment. Sicher sind vielleicht einige Sachen vorkommen. Ja, ja, weil wie wir told, wurden das, jemand anderes hat uns das heute gesagt. He said there have been singled out occasions where you could say that was not fair or it was mistreated, but it was very little. Ich meine, die Sache war ja so, wenn sich einer normal benommen hat im Lager. Okay, in general, if everybody behaved himself fairly, he didn't have no problem. Ich meine, was später in Camp Edwards war mit dem Essen, das war natürlich, also das war nicht die feine Art. Wann war das? Ja, das war später, dann bin ich von Gruber wegkam. Wo bist du von Gruber? Kam ich in Massachusetts. When he came away from Gruber to Massachusetts, then it was different. Da war das Essen schlecht, ich meine die Behandlung. The food, yeah, the treatment was okay, but the food was Die Behandlung als solche von Wachleuten und so, kann man absolut nicht. The treatment from guards and that, he wouldn't have no complaints about that except the food. If someone did get into trouble at Gruber, what kind of punishment did they receive? Oh, haben Sie das verstanden? Wenn irgendjemand sich schlecht benommen hat, was war die... Aber wenn ich das noch wüsste, weil ich habe kein... Mir ist nichts passiert und ich okay, weiß... if I would know about it, he said, I had no misbehavior and never nothing happened to me and I don't know what might happen to others. In Camp Edwards weiß ich's. Ein Freund von mir, der hat auch mit dem deutschen Kommandoführer Schwierigkeiten gehabt, nach 14 Tagen innerhalb von, das war aber nicht so ein großes Lager, das war kleiner, das waren nur, glaube ich, 1000 Mann oder 800. Und innerhalb vom Stacheldraht von uns war noch ein kleines Camp, also nur, ich glaube, eine Baracke, und da ist eingesperrt worden. Und gab auch, glaube ich, weniger zu essen. Es war wie ein kleines Gefängnis. Ja, man konnte sagen, ein Mini-Gefangenenlager in Größe. Okay, if there was any bad behavior, he remembers that there was a special sort of a camp. It was a small barbed wired in barrack, like we would say some sort of a jail, and had inside an other barbed wire fence, double barbed wire fence, and they locked them up in there. But whatever happened then and there, they don't know. How long were you at Camp Gruber? I know 1 year, but what were the dates? Ich war von... While the interview goes, please excuse me, entschuldigen Sie mich, I'll be right back. I was at Camp Gruber, how do you say, in Camp Gruber? At Camp Gruber. At Camp Gruber from begin June 43 till what do you say, Whitsunday 44. And so you know, there's about... Whitsunday? Function. Wie heißt das? Did you work on the farms?
Ich war ungefähr 11 Monate, so war ich hier. Wenn ich Pfingsten, wenn ich Pfingsten. Juni. Mai, Juni, ja. And then 12 months. I see. And you went from Gruber to Massachusetts, and you were there for 2 years. Not exact. I think it was 1 year and 3/4 or so. Until April 46. They were sent to England. When you were at Gruber, did you work on any of the area farms at all? No. I think only in the army camp, wie heißt das, allgemeine Unterhaltungsarbeiten, also in Warenhäuser, also Bekleidung. General Es war das Armeelager zu unterstützen und zu. Yeah, I didn't know what the question was. Could you? Oh, did he work on any of the farms around Camp Gruber? Oh, haben Sie an irgendeine Bauernhof im Camp Gruber gearbeitet oder da? Ja, auch No. Gruber oder etwas nicht. No, not on farms. You had the question about what she was doing during what kind of effect they had during the war. The home front. Oh, ja, die Heimatfront. Wie sind Sie da, was haben Sie gemacht durch die Zeit? Die haben doch, ich möchte Ihnen helfen, manche Frauen haben in Fabriken gearbeitet, manche haben Straßenbahnwagen gefahren. Ja, ja. Was war Ihre Arbeit? Auch in die Fabrik. In der Fabrik, Ja, She had to work in a factory. Und was wollte ich? Ursprünglich war immer mein Wunsch, Krankenschwester zu werden. Aha. Und dann habe ich mich zum Roten Kreuz gemeldet, hatte meinen Platz schon, da musste ich antreten. Okay, just a second. In was für einer Fabrik haben Sie erst gearbeitet? In der Zigarrenfabrik auch. Oh, she worked in that cigar factory where they made cigars, but it was her desire to become a nurse. So she signed up for the Red Cross. And she was lined up for it, and here we go. Ja, da konnte man aber auch nicht sagen, ich möchte es nicht oder ich möchte das. Und so ein Soldat, Soldat braucht Zigarren. Yeah, you could not say, no, I don't like that work and I don't want to do it. But going to the Red Cross as a nurse, what her goal was being a nurse. They called it in Germany then, like nuns, a sister. But what it actually was is a nurse. And the nurse is not necessarily, in that case, someone that is nursing wounded or sick people. A Red Cross nurse could be used for all kinds of things, like today, helping out in disasters, or cooking, or doing what, you know. Ich habe ihm gerade erklärt, was eine Rote Kreuzschwester in Deutschland zu der Zeit war. War, ja. Wurde eingesetzt in Lazaretten, auf der Pflegestelle in Russland und an der Front auch. Wow, in Russland? Okay, now she was assigned to hospitals, army hospitals, and all the way up into Russia. Und warst du tot? Nein, und alles war Papier und alles war fertig. Als Krankenschwester? Ja, zur Ausbildung. Aha. Ja. Dann muss ich aufs Büro kommen, da war der Chef. Ja, Sie haben sich gemeldet zum Roten Kreuz und ist nichts drin. Ich gebe Sie nicht frei, ich habe Sie reklamiert, Sie sind eine meiner besten Arbeiterinnen und ich konnte nichts machen. Okay, I won ahead of time. What she was saying, that you had the choices to be assigned to hospitals and go to Russia and all these places. But she had her application in, but her boss in the cigar factory said, no, you have to go over work here and I will not release you for that. So she personally didn't get to that. Okay? See, I jumped ahead of time. She was explaining what the opportunities were to do.
and I thought she did it, but she didn't get to it. She was, in other words, you're not. You stay here and walk here. Okay. Natürlich, später, ein Jahr, 2 Jahre später, wo dann diejenigen, die in Russland auf der Verpflegungsstelle waren, mal zurückgekommen sind in Urlaub, haben dann erzählt, wie schwer das ist. Gell? Dann waren wir froh. Okay, a couple of years later, the ones that got the assignment and got to Russia in the hospitals and all that, when they came back home on leave and told him how hard the work was and how bad the food was and how little the food was, she was happy that she could not get the job. Und dann war es auch eben so, gell? Ich hatte 2 Brüder, die waren dann auch in Zwischenzeit beim Militär. Der Ältere war gleich beim Russlandfeldzug und hat gleich einen Heimatschuss gekriegt, durchschussgelähmte Arm. Well, I had 2 brothers, both were drafted in, and one, sind beide nach Russland gegangen? Nein, der andere. Okay, one went to Russia, and they didn't talk long, and he got what they call a home injury. He got shot in the ear and one down his arm, and they sent him back home. Okay. Der ist dann entlassen worden, vom Militär, und hat er umgeschult. Und da waren natürlich meine Eltern froh und ich auch, denn ich war ja an der Grenze, Elsass. Wir mussten 3-mal wurden wir evakuiert. We don't have it. We're not buying. Entschuldigung. Okay. Want me? Hi. Jesus Christ. You have an interview going. Well, do you want me to come back later? Yes. Okay, very good. Bye-bye. Was that him? Kriegt jede Stunde eigentlich Zahl so? Nein, wir kriegen nicht bezahlt. Jede Stunde? Das schafft einfach Ich kriege überhaupt nicht bezahlt. Ich mache dies aus gutem Willen. Ja. Ja. Sind Sie aber der Erste, der gegen Gotteslohn arbeitet, oder? Nein, das sind viele. Er kriegt bezahlt, er macht etwas anderes und er kriegt nicht bezahlt für dies. Er macht das auch aus. Ja, aber das gibt es ja nur bloß bei der Kaiserarmee und Nein, die Organisation und so. in Amerika ist es so, wenn du helfen kannst und die Zeit hast, warum nicht? Das ist unsere philosophy. He says if I get paid overtime, I said I don't get paid nothing, and he get paid for another job, he don't get paid nothing. I said we do that out of goodwill, and he says, well, that's hard to find. I said no, not in the United States, because we feel when we have the time, don't lose nothing, why not spend it for something that's valuable? And it's hard for him to understand. Kirchliche Organisationen machen das auch? Nicht diese Arbeit. Nein, meine andere Arbeit. Oh ja. Nein, meine He asked whether church organizations do things like that. Ja, sehr viele. Und ich glaube, ich habe studiert in Kirche, ist eigentlich fast besser in Deutschland. Was kirchliche Organisationen anbelangt. Yeah, he thinks that church organizations in the United States working better and are better than in Germany. Nein, wir sind im Allgemeinen heißt es, die Amerikaner, wenn immer die Geld machen können, dann sind sie da. Das ist nicht wahr. Das sind ja, welche, ein gewisser Prozentsatz, ein gewisser Teil schon. Ein gewisser Teil, ja, aber wir haben viele Amerikaner, die sich zusammensetzen, so weil ich aushelfen kann, so warum. Ja, ich könnte jetzt zu Hause sitzen, ich bin um 4:15 Uhr, 4:30 Uhr heute Morgen aufgestanden und habe keine Minute geschlafen, aber es tut mir nicht weh, ich komme nach Hause und kann schlafen 3 Tage, wenn ich will, so, was verliere ich? Es ist interessant. I don't know whether you want me to explain what I just said. I said the Americans are different there. If I could, for instance, myself, sit at home now. I've been up since 4:30 in the morning,
and I didn't sleep a minute today. But what do I lose when I come back home on Saturday? I can sleep 3 days if I want to. What do I have to lose, you know? Since we brought up church organizations, did they have any church groups come out and conduct religious services while you were at Camp Gruber? Haben Sie verstanden? Ja schon, aber sagen Sie es ruhig nochmal. Er will ja wissen, ob kirchliche Organisationen uns unterstützt haben oder halt... Er sagt, ob die kirchliche Organisationen zum Lager gekommen sind und euch irgendwelche geistige Hilfe bereitet haben. Ich glaube, außer dieser YMCA, glaube ich, hat sich eigentlich niemand, das Deutsche Rote Kreuz hat sich nicht viel gekümmert um uns. Outside the YMCA, nothing, yeah. And the German Red Cross didn't do actually aber das war nothing, hauptsächlich der absolutely. YMCA, der hat uns also wirklich Musikinstrumente gekauft, Bücher gekauft. Also das heißt, wir haben es bezahlt, aber die haben es uns besorgt. Sportartikel zum Beispiel. Also Okay, the YMCA bought music instruments to an extent to them, books, and also sport equipment. That was the one they really seemed to love, the YMCA. They did a lot for them. What kind of recreation besides, you know, the learning, the educational aspect? What kind of sports recreation? Was für eine Unterhaltung? Was habt ihr? Ja, Fußball haben wir gespielt. Aha, Soccer, we played soccer. Ja, dann Tischtennis, glaube ich. Table tennis. Ich glaube, dann später was hier, glaube ich. Ping pong. Oh, weiß ich nicht. You need me to get another tape? Good, it's going to go to midnight. Ja. Na, ihr könnt aufhören jederzeit, wenn ihr wollt. Das ist euch überlassen. Wir halten euch nicht für ihr fest. Wenn ihr sagt, so, ich glaube, wir haben genug gesprochen, das ist gut. I actually had just one more question, really. Okay, hat only bloß eine Frage, das ist alles. I know I asked you this earlier today when we first met. Why you wanted to come back and see Camp Gruber? Warum? Didn't I give you an answer? Why? Ich könnte es in Englisch sagen, ich sage es aber lieber in Deutsch, weil ich mich besser ausdrücken kann. Es ist so, wir haben hier und auch im anderen Lager, noch habe ich keine Möglichkeit, sagen wir mal, nach Camp Gruber zu kommen, aber hier einen Teil von unserer Jugend verbracht. Und ich glaube, das war ein Teil unseres Lebens, ein Lebensabschnitt, der für uns, sagen wir mal, von Bedeutung war, schon vom Eingesperrtsein und das bildet vielleicht ein Mensch, wenn er auf eine andere Art, aber er gibt ihm doch manches oder manche Erkenntnisse und so weiter und das zieht uns eigentlich etwas daher. So. Seelisch meine ich das, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ja, ich kenne es auch in Englisch, aber ich verstehe sehr gut, ich kann das sagen. You have to understand, it was part of our youth that has been taken away as a prisoner. On the other hand, it was an experience. And there are memories, and you like to go back and look at that part of your life. Not just part of the youth, it's part of our lives. And it draws you back to it. Ich meine, glaube ich, das kommt einem erst, wenn man älter wird, glaube ich. And I think it really comes to you once you get older. That's when you get the desire. What was your feeling today when you were there? Wie soll man da sagen? Man fühlt sich zurückversetzt und denkt, wie war es damals? You feel... Du bist jung, du bist eingesperrt. Ja, warum bist du eingesperrt? Sicher, es war Krieg, aber... Warum? Warum? Und das bohrt immer, wenn man eingesperrt ist. Und das hat mir 4 Jahre lang gebohrt. Und dann bleibe ich eingesperrt. Okay.
Und das war ein ganz komisches Gefühl, das war ein ganz komisches Gefühl heute, so in dem Wald drin, gell? Und ich habe mir so vorgestellt, wie ich vor 45 Jahren so da in der Baracke war. Und es kommt einem vor wie ein Traum und doch war ich trotzdem kein. Okay, it was a very strong emotional feeling today. You want to fill this out now or after the interview? After the interview. Ready? Ja. Okay, wir fangen an. Ja. Und du bist, was ist dein voller Name? Mein Name ist Emil Ferenc. Ferenc, F-E-H-R-E-N-T-Z. Okay. Und du bist wann geboren? Am 9.4., also am 9. April 1908. 9. April 1908. That would be April 9, 1908. Und wo? In Oberweiler im Tal, das ist ein ganz kleines Dorf in der Westpfalz in der Nähe von der Saargrenze. Oh, near dem Saargebiet, ja. Ja. Oberweiler. Oberweiler im Tal. Im Tal, Ja. Oberweiler im Tal. Und was war dein Vater und deine Mutter? Mein Vater war Bergmann. Oh, der war in Kohlen? Nein, in einem Kalkbergwerk war er. Oh, Kalkbergwerk, Ja, ich weiß, was das ist. Bergmann. Aha. Ja. Und das war Meine Mutter, Frau Schulz. 1908? 1908, ja. Na, dann hast du den Ersten Weltkrieg noch erlebt. Natürlich, bewusst miterlebt. Warst du Soldat im Ersten Weltkrieg? Ach, na, das ist ja unmöglich. Ach, der bin war ich zu geboren jung, ja. und Ja. wir, na, 14 komm, Kriegern. du wärst ja älter. Ja, das ist für uns sehr, Ja, sehr interessant. Entschuldigung, wenn ich einen Nein, Spaß mache. Nein, das ist... Das Ich mache gerne Spaß. Ich auch. In der Pfalz macht man gerne Spaß. Ja. Und so, und dann bist du durch den Ersten Weltkrieg groß geworden und hast wahrscheinlich viele Erinnerungen von den 20er Jahren auch. Natürlich. Aha. Ja. Dann nach dem Ersten Weltkrieg kam der erste Zusammenbruch in Deutschland mit der Inflation und was wir sagen, Depression Time. Ja. So, wie ging es dann weiter? Sagen wir mal, wann ist es, wann hast du, sagen wir mal, wann bist du aufmerksam geworden, dass Hitler jetzt übernimmt? Mann, die Frage verstehe ich nicht klar. Okay, ich meine, was was ich meine ist, wann ist es dir zum Bewusstsein gekommen, dass der ein Adolf Hitler ist und dass der übernehmen wird? Wann? Oh, das war aber schon ein bisschen später. Ja. Das war nicht direkt nach dem Krieg. Da kam, also wie gesagt, zuerst mal die Inflation. Ne, das war nach dem Ersten Eine große Not war nach dem Krieg. Ne, und dann kam die Inflation, das war 1924. Haben wir dann festes Geld bekommen. Wieder. 1924. So haben wir das gesagt. Jetzt haben wir wieder festes Geld. Denn wir haben ja damals mit Millionen und Milliardenscheinen haben wir doch die Währung durch ein Brot gekauft. Ich war dann noch ein kleiner Junge, ich bin 1920 geboren. Ja. Darf ich rauchen? Ach, gern. Dankeschön. Und und dann kam, sagen wir mal, 1930, 32 und dann kam die Hitlerzeit. Ne? Ja. Also, von der Inflation, ne, danke, ich rauche bloß ab und zu mal eine Zigarre. Aha. Der Höhepunkt von der Inflation war, da hat man gesagt, eine Billion ist gleich eine Mark. Ja. Also so kannst du dir das vorstellen, so war das Geld entwertet. Aber fertig darüber. Dann kam, ich möchte sagen, dann war ein kleiner wirtschaftlicher Aufschwung von 1924 nach der Inflation und der ging
bis etwa 1928, 29. Und dann kam ja bekanntlich die große Weltwirtschaftskrise. Ja. Die war ja weltweit, auch hier in Amerika, das weiß ich. Ne? Ich war dort immerhin schon über 20 Jahre alt, nicht wahr? Ne? Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und die große Arbeitslosigkeit. Und mit der Arbeitslosigkeit kam auch die große Not über das Volk. Und damals war es nicht wie heute in Deutschland, dass die Arbeitslosen so viel Geld kriegen, dass sie kaum mehr Lust haben, was zu arbeiten. So ist es heute die Situation. Ja. Ja? Damals, ich weiß, dass ich damals in der Woche, ich war auch zeitweise arbeitslos, dass ich damals in der Woche 12,50 Mark Arbeitslosengeld bekommen habe. Ja. Und das war natürlich zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, wie man sagt. Ne? Die Not war groß und die Arbeitslosigkeit ist immer weitergegangen. Ne? Und mein Schwiegervater hatte mal gesagt, wenn einer käme, der die Wirtschaft wieder in Gang brächte, ne? Diesen Mann bräuchten wir. Ne? Ja. Also mein Schwiegervater war alles andere wie politisch interessiert. Ne? Der hat bloß an die Not der Menschen hier gedacht, wie er das gesagt hat. Ne? Und der, wie gesagt, er war politisch vollständig neutral. Ja, na, ich verstehe, ich weiß, viele Leute haben das gesagt zu der Zeit, wenn jemand käme, der die Wirtschaft wieder aufbringt. Ja. Und das war die Situation, die die Anhängerschaft von dem Adolf Hitler sprunghaft hat wachsen lassen. Aha. Die Not, aus der Not heraus. Und über Adolf Hitler brauche ich euch ja nicht zu sagen, der ist ja hinreichend bekannt, auch in Amerika und sein Propagandaminister, die haben also Berliner Schnauzes haben hier. Ja, Ne? Entschuldige mal, ich muss etwas reinbringen hier, das ich vergessen habe. Ich muss auf dem Tape sagen, wer ich bin. Was Ich habe deinen Namen, aber die haben nicht meinen Namen. Ich muss das jetzt raufbringen. I would like to interrupt the interview at this time and declare who the interviewer is. My name is Karl Togert, living in Okauchee, Oklahoma, United States citizen, immigrated from Germany in 1956. Thank you. Okay, ich habe jetzt bloß auf dem Tape gesagt, wer ich bin. Ich habe deinen Namen, aber ich habe vergessen, meinen Namen rauszusagen. Ja, wir sind ja alle nur Menschen und haben natürlich auch unsere Mängel. Ne? Ja, so wir waren jetzt da in Berlin und